Ihr wollt den Drachen im Niflheim DLC Nidhogg in unter 7 Minuten besiegen? Dann bleibt hier gerne dran, denn heute gibt es von mir 10 Tipps und Tricks, um das Niflheim DLC easy zu meistern. Das sind natürlich nicht alle Niflheim DLC Videos auf diesem Kanal, also wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo da, verpasst ihr auf jeden Fall dann die Videos nicht, aber lasst uns loslegen mit dem ersten Tipp. Bevor ihr startet, ist einiges wichtig. Dieses DLC basiert darauf, dass wir unsere Upgrades an der Rüstung, an den Fähigkeiten verbessern. Und dazu gibt es 3 Ressourcen. Wir haben zum einen die Träume, die sind wichtig für Everolds Shop, wo wir unsere Items für Englerland kaufen können, also nicht ganz so relevant für das Niflheim DLC selbst. Wir haben die Erinnerungen, die wir im Laufe des Niflheim DLCs bekommen, durch Truhen oder durch besiegte Gegner, und die brauchen wir für Fertigkeiten und für die Perks, also für die Gefallen. Und die Münzen gibt es auch noch natürlich für das Niflheim DLC. Die werden wir beim Händler brauchen, um zum Beispiel unsere Lebensenergie aufzufüllen, um ein bisschen Munition aufzufüllen oder um unsere Fähigkeiten zu verbessern. Und Gedanken gibt es auch, das ist eine seltene Ressource, die brauchen wir, um unsere Monturen, die wir am Anfang auswählen können, abzugraden. Und auch 2 spezielle Perks benötigen diese Gedanken. Und Edelsteine, das ist, denke ich mal, auch eine sehr wichtige Ressource. Die sind auch nicht so oft zu finden. Die brauchen wir für die versteckten Händler. Die gibt es nämlich in Niflheim. Und die haben meistens legendäre Waffen und legendäre Runen. Haben wir das also geklärt, kommen wir nun zu dem ersten Schritt in Niflheim. Was solltet ihr tun, sobald ihr das allererste Mal in Niflheim seid? Als allererstes würde ich euch empfehlen, einfach mal rein zu jumpen, basically, ja, wortwörtlich eigentlich, genau, und zum ersten Boss zu kommen. Das heißt also in Kaltstadt einfach mal alles ausprobieren, alles machen und dann beim ersten Boss das Ganze abschließen und danach ja sich töten lassen, weil nach diesem ersten Boss habt ihr den kompletten Zugriff auf die Upgrade-Möglichkeiten in Odins Lager. Odins Lager ist ja der Ort, wo wir anfangen im DLC, und wie gesagt, das Ganze ist erst ab dem ersten Boss komplett verfügbar, und da gehe ich mal Schritt für Schritt mein Setup durch. Was in diesem DLC funktionieren wird, sind auf jeden Fall die Fernkampfwaffen, denn ihr habt dadurch einfach mehr Zeit, mehr Spielraum, den Gegner zu besiegen. Definitiv auch gegen die Bossgegner ist das hilfreich. Die sind sehr, sehr schnell, bewegen sich in der Arena sehr, sehr schnell, und man hat dort wenig Zeit im Nahkampf dann auch noch gleichzeitig zu blocken, parieren oder auszuweichen. Hierbei habe ich mich auf die Fernkampfmontur fokussiert. Die hat eine Menge Fernkampf-Perks, die definitiv helfen werden, und die wird vor allen Dingen auch gegen die Bossgegner extrem effektiv. Die restlichen Gegner, da bin ich wirklich ehrlich, kann man einfach so besiegen. Da ist es egal, ob ihr jetzt eine Waffe habt oder eine Fernkampfwaffe, denn die Schwierigkeitsstufe wird bei allen Spielern gleich sein. Selbst wenn ihr im Hauptspiel Dränger ausgewählt habt als Stufe oder Saga, wenn ihr in das DLC reingeht, ist bei jedem die Schwierigkeitsstufe gleich. Die Montur alleine wird euch aber nicht helfen, denn wir haben noch 2 Gefallen, also 2 Perkarten, die extrem wichtig sind, die wir kaufen können. Die kosten, glaube ich, 50 bis 100 Erinnerungen, und wenn ihr noch nicht so viel Geld habt, dann würde ich mich zumindest auf diese beiden fokussieren. Zum einen der Gefallen Souvenir. Dort können wir eine Waffe aus dem vorherigen Run auswählen, und gerade wenn es eine sehr gute Waffe war oder eine legendäre Waffe, dann ist das extrem effektiv. Ich habe zum Beispiel gleich zu Beginn, als ich den legendären Jagdbogen gefunden habe, ihn immer mitgenommen und nehme ihn jetzt auch immer mit in der Zukunft, denn diese Waffe ist der Kern meines Sets, der Kern meines Fernkampf-Sets, meines Rahmensets. Den zweiten Gefallen, den ihr euch definitiv kaufen solltet, wäre der Gefallen Klare Erinnerung. Und dort mit diesem Gefallen können wir alte Fähigkeiten mit in den aktuellen Run nehmen. Ich habe da auf jeden Fall immer Brandpulver Falle mitgenommen oder die Aufmerksamkeit der Nornier. Diese beiden sind auf jeden Fall die wichtigsten Fähigkeiten. Gerade die Brandpulverfalle ist super effektiv gegen alle Gegner in diesem DLC. Und sobald ihr den Boss besiegt habt, sind nun auch die Fertigkeiten upgradebar. Das ist hier quasi am Start des Ganzen bei diesem Skelettkopf. Und dort würde ich zu Beginn auf jeden Fall auf den rechten Strang gehen, denn das sind nämlich die Fernkampffähigkeiten, dass ihr die zumindest gleich zu Beginn fertig habt, und dann könnt ihr auch alle anderen Upgrades natürlich durchführen.
Das kostet dann Erinnerungen. Das heißt also, da müsst ihr aufpassen. Ich würde erst zu Beginn die ganzen Gefallen kaufen, die ihr benötigt, und dann vom Restgeld dann eben die Upgrades für die Fertigkeiten durchführen. Unabhängig von diesem schönen Start kann es euch mal passieren, dass ihr sterben werdet. Und das ist natürlich auch empfohlen. Das wisst ihr, glaube ich, auch mittlerweile. Ich sage aber, dass Sterben nicht nur wichtig ist, weil ihr dadurch bessere Ressourcen bekommt, schneller eure Sachen upgraden könnt, sondern auch, weil es sein kann, wenn ihr, sage ich mal, zu gut seid, in Anführungsstrichen, dass ihr eine Menge Story-Inhalte verpassen werdet. Die Story, das habe ich ja hier in meiner Review auch angedeutet und gesagt, ist jetzt nicht so das Beste. Allerdings, wenn ihr, sage ich mal, nur 3-4 Versuche braucht, dann werdet ihr eine Menge Story-Sequenzen verpassen, denn jedes Mal, wenn ihr sterbt, seht ihr natürlich zu Beginn in Odins Lager entweder Thor oder Freya, die mit euch reden, die über die Geschichte sprechen und was auch um Niflheim herum passiert, und das ist ja schade, wenn man das verpassen würde. Denn wenn ihr einmal Hel besiegt habt, dann ist das DLC quasi vorbei und diese Konversation mit Odin und Thor gibt es dann auch nicht. Ich habe aber auch gehört von Andy Reloads, dass Hel nach dem ersten Kampf, wenn man sie besiegt hat, dennoch eine andere Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Wenn ihr das schon wisst, wenn ihr schon so viel gespielt habt, dann lasst es mich mal gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn euch bisher diese Tipps geholfen haben, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da für dieses Video. Da würde ich mich mega freuen, und der Algorithmus hilft dem Video, beziehungsweise ihr würdet mir helfen, dass der Algorithmus das Video sieht, und ich kann das Video somit an viele Personen raustragen, die vielleicht Probleme haben beim Niflheim DLC. Aber genug Eigenwerbung, jetzt machen wir weiter. Welche Weltaktivitäten sollte ich denn meistern? Das heißt also, wenn ihr ankommt, habt ihr auf der Karte ja verschiedene Symbole, und da ist die Frage, okay, welche soll ich denn hier als erstes angehen? Denn ihr könnt nicht alle auf einmal machen auf der Karte, ihr müsst euch für einen Weg entscheiden. Es gibt verschiedene Bereiche, und wenn ihr einen Bereich betretet, dann wird der andere nicht mehr betretbar sein, weil hinter euch die Brücke zerfällt und ihr nicht mehr zurückkommt. Hierbei gibt es eine klare Regel. Ihr seht auf der Karte verschiedene Symbole und Gesundheitsverbesserungen, also das Herz mit dem Pfeil nach oben, die haben oberste Priorität. Denn hier in diesem DLC können wir keine Lebensenergie so einfach regenerieren. Danach würde ich auf die Waffen gehen, auf die Waffensymbole und die Waffenverbesserungen, denn legendäre Waffen machen hier einen großen Unterschied, wie lange ihr benötigt, um einen Gegner zu besiegen. Und wenn ihr dann euer Lieblingssetup habt, dann würde ich auf die Fähigkeiten gehen und die Fähigkeitenverbesserungen, denn spätestens bei Nidhogg braucht ihr 2 Skills. Zum einen die Brandpulverfalle und zum anderen die Aufmerksamkeit der Nornir. Das sind die wichtigsten, definitiv die wichtigsten Fähigkeiten, und ihr habt 3 Ebenen Zeit, 3 Areale Zeit, diese zu finden. Ihr habt dann natürlich auch die Möglichkeit, bei den Fähigkeitenverbesserungstruhen auch Adrenalin-Upgrades auszuwählen. Das würde ich tun, sobald ihr eure Fähigkeiten habt, denn das ist auch relevant, vor allem im Bosskampf, nicht wirklich in den normalen Arealen. Prio Nummer 5 ist der geheime Händler. Wenn ihr in eurem Areal euch bewegt, würde ich den eigentlich bei jedem Durchlauf in jeder Zone einmal mitnehmen, denn die haben natürlich legendäre Waffen, legendäre Runen, und auch Runen sind tatsächlich wichtig. Die sind nämlich der letzte Priorisierungspunkt. Runen können tatsächlich den Unterschied machen. Das werdet ihr nämlich jetzt gleich sehen beim perfekten Loadout. Ich meine, es gibt kein perfektes Loadout. Für mich ist es aber das perfekte Loadout, und das möchte ich euch ganz kurz mal präsentieren. Denn ich habe, glaube ich, ein gutes Loadout gefunden, welches sich auf Feuer und Donner spezialisiert. Hier das legendäre Kurzschwert Levatine. Generell würde ich Kurzwaffen bevorzugen hier im Niflheim DLC, damit ihr euch schnell bewegen könnt, schnell schlagen könnt. Kritische Treffer setzen deine Waffe vorübergehend in Brand. Sehr, sehr nicer Effekt. Der wird uns definitiv helfen. Das werdet ihr nämlich gleich sehen. Dann natürlich Mjölnir. Jeder Treffer hat die Chance, Schockschaden zuzufügen. Es gibt viele Bossgegner, vor allen Dingen Hel und auch, ich glaube, Gunnar, der Bossgegner aus Mykra, ich habe den Namen vergessen, aber aus der zweiten Mykraland, genau, ich glaube aus der zweiten Region, die sind gegen Donnerschaden anfällig, und wenn ihr diese Person doch mal im Nahkampf angreifen solltet, dann habt ihr da definitiv die Möglichkeit, Schockschaden auszuführen.
Und dann kommen wir zum Kernstück dieses Sets, nämlich dem Bogen. Hier ist der Bogen wirklich ein Jagdbogen, denn der ist am effektivsten. Raubtierbogen, da bist du so eingeschränkt in der Sicht. Gerade wenn es hitzig ist im Gefecht, siehst du dann nicht, was so links und rechts passiert. Der leichte Bogen macht einfach zu wenig Schaden und der Jagdbogen ist ein guter Zwischenstep dazu und hat auch eine gewisse. Und hier wird der Fernkampfschaden erhöht, je länger du beim Zielen die linke Maustaste gedrückt hältst. Also quasi die Feuern-Taste, Zielen-Taste. Ja. Und das Ganze ist 4-mal stapelbar und hat mir wirklich schon eine Menge Situationen gerettet. Natürlich habe ich die Fertigkeiten Brandpulverfalle, Aufmerksamkeit der Nornie, das sind die wichtigsten. Und die Runen helfen mir extrem oder haben mir sogar extrem dabei geholfen, Nidhogg in unter 7 Minuten zu besiegen. Wir haben zum einen eine legendäre Rune, Aufkommender Sturm. Geschockte Gegner lösen eine Kettenreaktion zu 3 Gegnern in der Nähe aus. Das kann gut hilfreich sein, wenn ihr zum Beispiel die Heiligtümer bearbeitet und auf einmal kommen 6 Gegner und ihr versetzt einen unter Schock. Dann wird das halt übertragen und macht gut Flächenschaden. Dann die mythische Rune Donnerschlag. Kettenreaktionen von geschockten Gegnern fügen Betäubungsschaden zu. Das heißt also, ja, wenn diese Gegner dann geschockt werden, bekommen sie gleich noch einen Betäubungsschaden hinterher. Eine Rune, die nicht so relevant ist, aber die ich einfach genommen habe, erhalte 20% mehr Erinnerungen. Ich denke, da könnt ihr wirklich alles nehmen. Und die ist extrem hilfreich mit dem legendären Kurzschwert. Tödlicher Instinkt, kritische Chance wird nach jedem Treffer kurz erhöht. Und wenn die erhöht wird, dann werden wir auch eine höhere Chance haben, kritischen Schaden auszuführen. Und dementsprechend ist die Chance auch höher, dass das Schwert sich entflammen wird. Deftiger Schlag ist die nächste Rune, makellose Rune. Wenn du viel Gesundheit hast, erhöhen Treffer den Angriff. Gesundheitsschwellenwert 80%. Ihr müsst also 80% oder mehr Energie haben oder Leben haben. Und dann passt das auf jeden Fall. Da ich das meistens immer in einem Bosskampf zu Beginn habe, hilft diese Rune definitiv, da gleich mal ja, eine Marke zu setzen. Und das ist auch sehr geil. Feuriger Abschluss, schwere Kombo-Abschlüsse lösen einen Brandsatz aus. Die hilft mir auch definitiv im Kampf gegen den Boss und vor allem auch gegen den Nidhogg, beziehungsweise gegen etwas schwerere Gegner, da die Gegner in Brand zu setzen. Natürlich habe ich alle verfügbaren aktiven Gefallen, außer einen, und zwar den Gefallen, dass ich legendäre Runen finde, beziehungsweise dass ich eine höhere Chance habe. Das konnte ich mir noch nicht leisten. Allerdings habe ich die Rune, die es mir erlaubt, legendäre Waffen in einigen Kisten in der Welt zu finden. Die Bossgegner sind nämlich eigentlich alle relativ leicht. Hierbei gibt es ein paar Punkte. Prinzipiell würde ich auf den Fernkampf nicht verzichten. Ich würde den immer nutzen, da habt ihr eine Menge Zeit. Ihr könnt schön Kopfschüsse verteilen und das Ganze ist dann relativ effektiv. Ich würde passend zu den Schwächen, die die Gegner haben, also zum Beispiel Jan Gunnar mit Donner, würde ich dementsprechend auch einen Blitzpfeil nutzen oder diese Blitzäxte, die man werfen kann. Also dementsprechend immer passend zu den Schwächen, die Perks nutzen. Und vor allen Dingen auch, wenn es euch irgendwie zu schnell ist, wenn der Gegner sich zu schnell bewegt, ihr nicht ausweichen könnt, nicht eine Dodge Roll machen könnt, dann würde ich die Fähigkeit Aufmerksamkeit der Nornie nutzen. Ihr geratet dann in eine Zeitlupe, habt dann also mehr Zeit, um zu zielen. Der schwerste Gegner, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist Nidhogg. Für die meisten, glaube ich, wirklich ein Brocken. Und der ist ja auch wirklich ein Brocken. Doch hier gilt wirklich die Brandpulverfalle, die Fähigkeit, macht das ganze Ding so easy. Das kommt heute, oder es ist glaube ich auch schon jetzt online. Hier in meinem Video seht ihr, wie ich Nidhogg in unter 7 Minuten besiege. Aber im Grunde wird es wichtig sein, die Brandpulverfalle zu nutzen, auf die Pfoten zu schießen. Die haben dann natürlich einen Explosionseffekt, einen Flächenschadeneffekt, führen also auch Schaden bei den anderen Pfoten mit aus und müsst nur 3 Pfoten komplett runterhauen, bis ihr ihn zum ersten Mal hitten könnt. Und dann ist halt auch wichtig, wenn ihr, bevor ihr in den Kampf kommt, dass ihr volle Munition habt, dass ihr volle Adrenalinbalken habt. 3 bis 4 Balken wäre ideal, damit es schnell vorangeht. Und dann ist das Ding eigentlich wie geritzt. Ihr müsst nur ein paar Mal ausweichen. Aber wenn ihr genug Gesundheit habt, wenn ihr die Priorisierung so befolgt habt, wie ich es hier erklärt habe im Video, dann wird das richtig einfach sein. Ihr habt euch aber wahrscheinlich schon gefragt, wieso ich so viele Gefallen habe. Ja, denn es gibt einige Sidequests, in denen ihr Gefallen bekommen könnt, ja, Perks. Und zwar bei der ersten Region Kaltstadt habt ihr auch schon eine Dame in einer Höhle, die ist erstmal kopflos und ihr müsst quasi ihr den Kopf wieder bringen, beziehungsweise die Sidequest beenden, müsst also öfters sterben, um wieder in die Region zu gehen. Anders könnt ihr die Sidequests hier im Niflheim DLC nicht abschließen, ihr müsst quasi mehrmals durch diese Region gehen und irgendwann
wird sie euch dann einen Gefallen geben. Ich weiß jetzt nicht welchen, aber diese Sidequests bringen auf jeden Fall definitiv was. In Mykraland zum Beispiel müsst ihr die Sidequest erfüllen, also das heißt einen doppelten, dreifachen Run machen, damit ihr zum geheimen Händler kommt, denn nach dieser Sidequest gibt es mehr Seile, das heißt also mehr Wege, um euch zu bewegen, und ihr braucht halt bei dieser einen Schlucht ein Seil, um zu diesem Händler zu kommen, und der hat dann natürlich legendäre Items für euch. Nicht nur die Händler sind versteckt, sondern auch Assassinen bzw. Diebe sind auf der Fläche, wollte ich gerade sagen, auf der Karte verteilt. Die seht ihr immer, die sitzen immer relativ entspannt irgendwie auf einem Teppich, und ihr könnt dort die Leute bestehlen, habt dann also ein paar Münzen oder sie auch per Attentat töten. Dann bekommt ihr bei den ein oder anderen Assassinen eine Notiz, also ein schöner schönes Story-Add-on und natürlich auch ein paar Münzen. Das ist natürlich nicht das einzige Rätsel hier in diesem DLC. Es gibt natürlich auch noch Jötun-Rätsel. Pro Region wird es immer ein Jötun-Rätsel geben. Wer das Asgard-Stück gespielt hat aus dem Hauptspiel, wird wissen, was ich meine. Das sind dementsprechend gibt es Truhen, die wir nur aus einem speziellen Blickwinkel sehen können und auch darauf zugreifen können. Und in den ein oder anderen Truhen befinden sich spezielle Monturen, die wir benötigen. Folgt also einfach diesem goldenen Staub, diesen Glühwürmchen, und achtet dann einfach mal darauf, wenn ihr im Laufe der Erkundung seht, dass da so ein verschwimmender Effekt ist, dann ist das das Zeichen dafür, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Sonst kommt morgen definitiv auch nochmal ein Video zu dem Jötun-Rätseln, die werde ich auf jeden Fall euch zeigen, falls ihr da Probleme hattet. Die gibt es auf jeden Fall morgen gegen 12, denke ich mal. Und dann gibt es nochmal allgemeine Hinweise. Generell würde ich euch empfehlen, dass ihr für so einen Durchlauf bis zum Ende, ich sag mal so 2 bis 2,5 Stunden plant. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr anfangt und dann irgendwann merkt, ihr habt keine Zeit mehr und müsst dann inmitten eines sehr guten Durchlaufes aufhören, euch selber eliminieren lassen und verliert dann wahrscheinlich sogar geiles Gear. Das wäre sehr, sehr schade. Außerdem gibt es in der Region verteilt Tische mit 3 Pokalen oder 3 Bechern, und die könnt ihr natürlich, solltet ihr definitiv besuchen, denn die bieten euch Gesundheitsverbesserungen, ein Auffüllen des Lebensbalkens oder tatsächlich sogar eine Vergiftung, wo ihr ein paar Lebenspunkte verliert, aber die helfen euch definitiv auch, das Ziel zu erreichen, mehr Leben zu haben. Pro Region, soweit ich es jetzt weiß, gibt es maximal einen Tisch. Es gibt natürlich auch die klassischen Händler, und ich würde euch nicht empfehlen, dort Waffen zu kaufen. Ich würde mich tatsächlich auf die Fähigkeitenverbesserungen konzentrieren, auf die Köcher-Upgrades. Das heißt also, wie viel passt in euren Köcher. Darauf würde ich mich fokussieren. Ihr könnt das ja für ein paar Münzen kaufen, das Upgrade. Und bei dem Händler, bei dem Geheimhändler, würde ich mich tatsächlich wirklich nur auf legendäre Runen oder Waffen fokussieren. Und selbst wenn dort nichts für euch ist, da würde ich nicht auf Krampf irgendwas kaufen, sondern ich würde einfach darauf hoffen, dass der nächste Händler, der nächste geheime Händler vielleicht sogar bessere Sachen hat. Der geheime Händler hier unter dem Turm, wo das Jötun-Rätsel ist, in Nidheim, das ist die 3. Region, der hat meistens bisher aus meinen Erfahrungen den besten Shit. Das heißt also, ich habe mir bei den ersten 2 Händlern, den Geheimhändlern, immer angeguckt, was sie haben. Ich bin immer vorbeigegangen, war aber meistens immer nicht so das, was ich wollte. Und bei Nidheim oder in Nidheim, da habe ich dann wirklich sehr, sehr nice Runen bekommen und auch sehr nice Waffen. Ja, Freunde, und das waren die Tipps. Ich hoffe, ihr schafft dieses Niflheim DLC ganz easy. Lasst mir euer Feedback mal da. Habt ihr sogar andere Tipps eventuell? Sagt ihr, Pascal, nee. Ja, das Rabenset, diese Fernkampfgeschichte, das ist nicht so effektiv. Ich habe da noch was Besseres. Dann lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Dann würde ich mich auf jeden Fall interessieren. Und sonst, wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Würde ich mich definitiv freuen. Und natürlich der Daumen nach oben. Der ist gern gesehen, ja, der Dränger-Daumen. Und wenn ihr sagt, okay, Pascal, ich gebe dir ein Abo, weil ich möchte mehr Videos von dir sehen, vergesst die Glocke nicht dabei. Da würde nicht nur ich mich freuen, sondern auch der liebe Eivor. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.